Das eine ist das militärische Engagement, die Situation in der Region. Das andere ist, wie geht es eigentlich mit den Geflüchteten hierzulande weiter? Denn Ende des letzten Jahres machten Geflüchtete aus Syrien die zweitgrößte Gruppe an Schutzsuchenden in Deutschland aus. Nur aus der Ukraine suchten noch mehr Flüchtlinge hierzulande Schutz. Das geht jetzt aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach waren Ende 2023 insgesamt 712.000 geflüchtete Syrerinnen und Syrer in Deutschland registriert. Mit 624.000 Männern, Frauen und Kindern verfügte der überwiegende Teil von ihnen, nämlich 88%, über einen anerkannten Schutzstatus. Bei weiteren knapp 81.000 war der Schutzstatus noch offen. Das sind etwa 11%. Und rund 1%, also 7.000 Syrer, hatten keinen Schutzstatus, zum Beispiel weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Philippa Vögeling ist umgezogen in den Bundesrat, denn dort tagt heute die Ministerpräsidentenkonferenz, Philippa. Und eigentlich sollte das Thema Migration auch ein großes auf der Agenda sein. Das hat man, glaube ich, wieder runtergenommen. Sind die Syrerinnen und Syrer trotzdem dort ein Thema? Du sagst das, offiziell spricht man hier heute nicht über Migration, auch nicht über Syrien. Es geht eigentlich um die lahmende deutsche Wirtschaft und was für Maßnahmen es braucht, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Außerdem wird hier auch mal wieder sehr angeregt über die Rundfunkbeiträge diskutiert und wie eine zukünftige Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender aussehen könnte. Trotzdem ist Syrien natürlich auch hier ein Thema. Wir haben schon ein paar Statements gehört vorhin, als die Ministerpräsidenten hier im Bundesrat angekommen sind. Und der Tenor ist eigentlich sehr gleich, egal wen man da gefragt hat. Sie alle sind sehr erleichtert über das Ende dieser Diktatur vom ehemaligen Machthaber Assad, muss man ja inzwischen sagen. Dennoch konnte sich beispielsweise der SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz ein paar Spitzen nicht verkneifen, zum Beispiel in Richtung von Jens Spahn von der Union, der ja vor ein paar Tagen gefordert hatte, dass man beispielsweise an freiwillige Rückkehrer eine Startprämie von 1.000 € zahlen könnte. Dennoch ist man sich sehr sicher gewesen, also ob es jetzt zum Beispiel Boris Rhein war, der Ministerpräsident von Hessen, oder auch Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern. Alle haben gesagt, wir müssen schauen, wie wir vor allem Menschen, also Syrer in systemrelevanten Jobs zum Beispiel, verhelfen, hier zu bleiben, wenn sie das denn wollen. Aber insgesamt hat man auch bei den Ministerpräsidenten hier heute gemerkt, auch bei ihnen ist es noch eine Art abwartende Haltung. Also so ein bisschen, wie wir es auch auf der Bundespolitik, auf der Bundesebene gerade bemerken. Man wartet ab, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und auch hier die Ministerpräsidenten haben ganz klar gesagt, sie warten jetzt auch erst einmal ab, was die Bundespolitik tut beim Thema Syrien. Philippa, danke dir.